Dear Dhamma friends, we are going to take the time for the day's talk. That will be the second talk in this series. Also liebe Dhamma-Freunde, wir werden jetzt uns die Zeit nehmen für das Dhamma-Gespräch und das ist jetzt das zweite Gespräch zu diesem Thema. May everyone get seated and give the consent with 3 times sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu. Also Namo der Beginn in traditioneller Form wieder dreimal Sadhu, Sadhu, Sadhu. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Katamo ca bhikkhave jati ya tesang sattanang tamma sattanikaya jati sanjati okkanti nibbanti abhinibbanti khandanang patu bhavo ayatananang patilabo ayang uccati bhikkhave jati ti. Dear Dhamma friends, we have decided this dependent origination as the theme of our Dhamma series. Liebe Dhamma-Freunde, wir haben entschieden, dass wir das Thema bedingte Entstehung als Thema nehmen für diese Serie von Dhamma-Gesprächen. In the first talk, we try to understand as much as possible the relation between the first ignorance and the last death, decay and the suffering. Im ersten Teil, da haben wir versucht zu verstehen, was da für eine Beziehung da ist zwischen der ersten Unwissenheit und diesem Dahinschwinden, also dem Verwesen praktisch. We find in our conventional knowledge to digest it, to comprehend it, that all the sufferings are due to our own ignorance. Und wir stellen fest, dass von all den Dingen, wo Leiden geschieht, das Leiden, was wir haben, ist, dass das aufgrund unserer eigenen Unwissenheit geschieht. Even if we accept on theoretical basis, we have to work along this noble quest with detailed instructions in order to realize it, in order to comprehend it. Selbst wenn wir das auf theoretische Weise verstehen, da müssen wir da auf diese edle Suche gehen, um das Ganze erkennen zu können und verstehen zu können. So therefore, the distance course for the present suffering is avidya or ignorance that you have to accept at least on theoretical basis. Deswegen ist diese entfernte Ursache für das gegenwärtige Leiden Avijja oder also dieses, was die Ursache ist, Avijja ist. To make the understanding easier, Buddha presented a proximate cause, that is the craving. Um das Verständnis leichter zu machen, da hat der Buddha so eine nähere Ursache dargestellt und das ist dieses Verlangen. So therefore, in ethical way we can say, for our suffering, father is the ignorance, mother is the desire. Also was wir sagen können für unser Leiden ist der Vater ist die Unwissenheit und die Mutter ist dieses Wunschverlangen. In the Dhammajiva Sutta, the Buddha never mentioned about avijja, he just mentioned the sole reason as tanha, craving. Also in dem Dhammajiva, da hat der Buddha nie das Wunschverlangen als an sich
also hat das Wunschverlangen an sich als das he never mentioned what. Avijja not Also er mentioned. hat nie Avijja erwähnt, sondern er hat das Wunschverlangen an sich, also Tanha, erwähnt. So there are 12 junctions the Buddha mentioned individually. Each and every one may be explaining the same, but according to your liking and disliking, different people find interest in different junctions. Das sind so 12 Kreuzungen, die der Buddha erwähnt hat, aber je nachdem, was du magst und was du nicht magst, da finden manche Leute unterschiedliche Kreuzungen interessant oder auch nicht. In the first talk, I try to mention, even leaving aside the avijja, all old age, diseases, death and suffering is due to the birth. Und in dem ersten Gespräch habe ich ja erwähnt, dass alles, also das ganze Leiden basiert auf der Tatsache, dass wir geboren werden, älter werden, krank werden und letztendlich sterben. In the conventional sense, hardly we can believe that aging, sicknesses and the death is due to the birth, but that is the what we have to at least accept on theoretical basis. In der konventionellen Form ist es schwer für uns zu verstehen, dass all das darauf basiert, dass wir geboren werden, älter werden und letztendlich sterben, aber wir müssen das zumindest als eine Tatsache so hinnehmen. Jati, Jara, Marana is the three aspects of the same phenomena. Birth, old age and the death is the three aspects of the same phenomena. Geburt, das Alter und der Tod, das sind die drei Aspekte des gleichen Phänomens. Just like the beginning, middle and the end of the breath. Genauso wie der Anfang, die Mitte und das Ende des Atems. So out of that we like jati, we hate jara, marana. That means we like birth, we hate aging, disease and the death. Also wir lieben die Geburt und wir hassen den Tod und das Altern und die Krankheit. So this is the one we call ignorance, stupidity and the darkness. Also das ist, was wir als Unwissenheit, Blödheit und Dunkelheit betrachten. Accepting birth means, appreciating birth means appreciating the old age, sickness and the death. Die Geburt wertzuschätzen heißt, dass man da auch die Krankheit, das Altern und den Tod wertschätzt. In our common sense, although we like birth, but we try to do away with old age, sickness and the death, that is the ambiguity, that is the ignorance, that is the stupidity we maintain in our so-called life. Aber das, was wir in unserem sogenannten Leben so machen, ist, dass wir die Geburt mögen und dann lehnen wir den Tod ab und das Altern und die Krankheit. Und das ist dieser Zwiespalt, den wir da haben. Und dass wir das eine über das andere wertschätzen, das andere eben nicht. So the birth and the death are the two sides of the same coin. Geburt und Tod sind die zwei gleichen, sind die Seiten der gleichen Medaille. It is not limited to the birth and the death of an individual life. It is relevant to each and every experience, every touch in our life. Das ist nicht relevant auf die Geburt, sondern das ist auf jede Erfahrung in unserem Leben trifft das zu. So more and more you try to understand or try to give choiceless awareness to the birth as well as death, your ignorance will be slowly disappearing. Je mehr du das verstehst und gibst da mehr diese wahllose Bewusstheit mit rein,
in die Geburt auch und dieses Verstehen, wirst du das Ganze dann auch besser, mehr verstehen können. It is obviously difficult to do such a experimenting in our household life or in our sensuous world. Es ist ganz offensichtlich schwierig, da sowas vollbringen zu können in unserem normalen, gewöhnlichen Leben oder in unserem Haushalt sozusagen. So therefore it is called going against the current. Deswegen bezeichnet man das als gegen den Strom schwimmen. So you need certain kind of preparation, macro and micro level. Du brauchst da also bestimmte Arten von Vorbereitung auf der Mikro- und auf der Makroebene. To understand theoretically, it is not demanding the macro and micro climate changes. But whenever you put into practice, you have to think about sacrification in terms of macro and microclimate. Um das Ganze verstehen zu können, da musst du verstehen, wie da der Zusammenhang ist vom Mikro- und vom Makroklima sozusagen. So whenever individually, whenever we are considering about this relationship between the birth and the death, in order to get rid of ignorance, that means we are serious about this experimenting. So Buddha invite us to go to a forest or sit under a tree or go to a solitude place. Also wann immer wir da unsere Unwissenheit loswerden wollen, was diese Tatsachen von Geburt, Krankheit, Älterwerden und Tod angehen, da lädt uns Buddha ein, da in Einsamkeit Zeit verbringen und in den Wald zu gehen und in Sitzmeditation Zeit zu verbringen. So we people come into this beautiful place. I hope we are better off in understanding this little more than theoretical sense. Also wir, die wir da an diesen wunderschönen Ort kommen können, ich hoffe sehr, dass wir das ein bisschen mehr als nur im theoretischen Sinne verstehen können. So to sum up it, I would say, when and where you try to see the beginning, the middle and the end of the breath, that is a micro level examination of how the birth and the death is related to each other. Also ich würde sagen, da wo wir das Ganze untersuchen, wo der Anfang, die Mitte und das Ende des Atems ist, das ist dann diese Mikroebene, was die Untersuchung angeht von Geburt zur Mitte und bis zum Tode hin. And now I would like to invite go a little further. Und jetzt würde ich gerne noch dazu einladen, dass wir ein wenig weitergehen. So going into the next stage, how this jati, whether you like it or not, happen and what is the proximate cause for this jati, the birth. Also zum nächsten Zustand zu gehen, dann zu schauen, dieses Jati, wie das passiert ist und was ist da die nächste Ursache für die Geburt. In a common sense, you like jati, maybe after listening to a Dhamma, maybe due to a deep understanding of the suffering of the samsara, one day you may develop the correct understanding to get rid of jati or to do away with jati. Also im allgemeinen Sinne, da magst du vielleicht Jati, vielleicht durch die Dhamma-Gespräche oder weil du da tiefer oder eingehender dich damit beschäftigt hast. Aber vielleicht wirst du dann irgendwann dann an den Punkt kommen, dass du tatsächlich das Jati dann sozusagen auch ablegst oder loswirst. Even if you have that kind of acceptance on theoretical basis, even if you have a desire, you can't stop jati just mere by your desire. Selbst wenn du das auf theoretische Weise verstehst, selbst wenn du da dieses Wunsch, Verlangen hast, du kannst das nicht einfach nur durch reines Verlangen loswerden, dieses Jati. As far as bhava is there, the becoming is there, jati is inevitable. Sobald das Bhava da ist und dieses Werden ist da ist Jati unvermeidbar. So becoming, the bhava is the proximate cause the Buddha mentioned in this particular sutta
as jati to happen. Das Werden, das Bhava, das ist, was Buddha in diesem bestimmten Sutta erwähnt hat, dafür, dass das Jati passieren kann. So the becoming is looking forwardness. Das Werden ist also ein nach vorne schauen, sich darauf freuen. So whenever you try to have a better future, better economy, better political situation, better social situation, knowingly or unknowingly you are fertilizing bhava, becoming. Also wann auch immer du versuchst, dann eine bessere Zukunft zu haben, ein besseres politisches, ökonomisches oder soziales System, ob dir das bewusst ist oder nicht, da düngst du praktisch dieses Bhava, dieses Werden. So in the society at large, if you do not have a political aim, if you do not have economical aim, if you do not have a social aim, you are not a normal citizen. Also in der Gesellschaft an sich, in den Massen sozusagen, wenn du da kein politisches, soziales oder gesellschaftliches, ökonomisches Ziel hast, dann bist du da nicht, also passt du da überhaupt nicht rein. The whole social system, including the education, is to impose us artificially some interest on politics, interest on economics, and interest in social. So we are very efficient, we are very creative, we are very productive. Also es ist so, die ganze gesellschaftliche Norm, die basiert ja darauf, dass wir da ein Interesse an der Politik, an der Ökonomie, an der Bildung haben, so dass wir da entsprechend sehr kreativ und effizient in dieser Richtung sind. Do we have faith on the Buddha? Do we have the faith on Dhamma? Do we have the faith on Sangha to question this social mess? Haben wir den Glauben an den Buddha, haben wir den Glauben an das Dhamma, haben wir den Glauben an die Sangha, um das in Frage zu stellen, diesen sozialen Schlamassel? So you can see the profundity of the problem. We can't find that kind of a social consent, but only the problem is, can my mentality, can my thinking at least question this under the light of Dhamma? Und so kannst du sehen, was das für eine Tiefgründigkeit hat, dieses Problem. Aber zumindest können wir dann schauen, kann ich von meiner Mentalität her mit Hilfe des Dhammas, im Lichte des Dhammas, kann ich das dann zumindest in Frage stellen. Can anyone see the ignorance difference in first world country, second world country and the third world country? Can there be any difference in the males and females? Can there be any difference in the Buddhist and non-Buddhist on this kind of a context? Kann das jemand sehen, diese Art von Zusammenhang, wenn man die erste Welt, zweite oder dritte Weltländer betrachtet und das unter buddhistischen Kontext, dann auch zwischen den Männern und den Frauen und diesen unterschiedlichen Aspekten, kann man da wirklich einen Unterschied erkennen. So therefore the message is only to the people, those who are ready to experiment it, they are ready to reflect the situation in a radical way. Also diese Botschaft, die gilt wirklich nur denjenigen, die bereit sind, auf diese Situation zu reflektieren, und zwar auf radikale Art und Weise. If you, as far as you are expecting any kind of a social development, political development, economical development, that means becoming, so you can't do away with jati. Solange But du irgendeine Art von politischer, sozialer, gesellschaftlicher oder ökonomischer Entwicklung irgendwie erwartest, dann kannst du Jati nicht ablegen oder loswerden. there's a beautiful relationship on theory. As far as you have ignorance, you have sankara, you have formations. Da gibt es eine wunderschöne Sache, was die Theorie angeht. Sobald du, solange du also Jati hast, hast du Sankara und da hast du auch die Formation. So both the ends of this 12 links, you can see as far as you are with ignorance, you're always making volitional activities, always you do
willful activity is sankhara. Also du kannst das sehen mit diesen 12 Verbindungen, solange du da immer wieder diesen Aktivitäten widersprüchlicher Natur nachgehst, wirst du immer wieder im Sankhara sein und dieser Kreislauf wird immer so weiterlaufen. The whole teaching, we can look from that point of view, that means the Buddha is teaching us how to reduce sankhara. Und die ganze Lehre, die betrachten wir von diesem Gesichtspunkt her, ist der Buddha lehrt uns, wie wir das Sankhara reduzieren können. Less and less sankhara indicates less and less ignorance, avijja. Immer weniger Sankhara, das zeigt eben an, dass da weniger Unwissenheit, Avijja, da ist. So, sankhara happening in three ways: the bodily activities, verbal activities, and mental activities. Also Sankhara, was auf drei Art und Weise passiert, in physischer Weise, verbale Weise und mentale Weise. The theoretical definition for sankhara is the physical formation, verbal formation, and mental formation. Also die theoretische Definition von Sankhara ist die physische Formation, die, also die mentale, mental, Physical, verbal, and mental. also physische, verbale und mentale Formation. So when and where you go into a forest, when and where you sit under a tree, when and where you try to get the benefit of solitude place, the Buddha is asking us to do away with physical and verbal misdeeds. Also wann immer du da in den Wald reingehst, wann immer du unter einem Baum sitzt und da Zeit in Einsamkeit verbringst, da bittet uns der Buddha praktisch darum, das abzulegen, was zu diesem Ablegen führt. So doing away, or do away with these physical misdeeds and the verbal misdeeds we call sila sikha or moral restraint. Also das abzulegen, was diese physischen oder verbalen Zurückhaltungen sind, das ist Sila Sikha oder die moralen Zurückhaltung, So moralischen. if you can't find the relationship between this getting rid of sila sikha, moral restrainment, in this refinement, it is a very pathetic situation. He can't expect any kind of a further development. Also wenn man das nicht ablegen kann, also da sich um diese moralischen Zurückhaltungen zu kümmern, dann kann es auch zu keinerlei weiteren Entwicklungen kommen. Of course, the doing away with the moral misdeeds, doing away with the physical misdeeds and the verbal misdeeds is not giving you the nibbana or the final emancipation. It is a kind of a nibbana at the society level, at the ethical level. Also diese physischen und die verbalen falschen, also Irrwege abzulegen, das ist, wird dir nicht das Nibbana an sich bringen, sondern eher so ein gesellschaftliches oder soziales Nibbana sozusagen. Not that I am inviting you people to make the society in moral restrainment, to make the society free from physical misdeeds and verbal misdeeds. It's impossible. What about your contribution, your moral restraint, how much it is contributive to the Nibbana at social level? Also ich sage nicht, dass ihr da jetzt die Gesellschaft zu moralischer Zurückhaltung führen sollt und die entsprechend zu diesen Moralvorstellungen bekehren sollt, sondern das geht um euren einzelnen Beitrag und das ist das, was da zu diesem Nibbana auf sozialer Ebene beiträgt. Don't underestimate it. Even one single person, take it in a steadfast way, it can make a big difference to the society at large. Unterschätze das nicht, selbst
eine Person allein nur, die das auf sehr beständige Art und Weise da einsetzt, das kann wirklich für die Gesellschaft als Großes und Ganzes einen großen Beitrag leisten. I would like to uh, see the relationship between in our day-to-day timetable and meditation versus this theory. When and where you sit and do sitting meditation, that means not only you are away from the physical misdeeds and the verbal misdeeds, at least know any deeds volitionally. So it's a big, heavy, big contribution to the society as well as for your individual Nibbana. Also ich möchte da mal den Zusammenhang herstellen von dieser Theorie und dem meditativen Zeitplan, meditativen Leben im Alltag, sozusagen tagtäglich. Wenn du da sitzt dann, und du legst diese Irrwege ab, du trägst das Stück für Stück ab, dann leistest du da einen großen Beitrag und das führt sozusagen zum sozialen Nibbana in der Gesellschaft her. The day you understand, I can sit and wait for 5 minutes, an appreciation indicates now you have a restraint, volitionally and willfully you do no physical work, volitionally and willfully you do no verbal works. Also an dem Tag, wo du das verstehst, du kannst da physisch sitzen und du machst da also keine verbalen Äußerungen oder ganz bewusst kannst du dich da in Zurückhaltung üben. It is very difficult for yogis to teach when you are sitting, specifically in sitting meditation, don't have physical movements volitional, don't have verbal movements, verbal activities volitional. That means you let everything happen, but don't do any physical and verbal willful action. Also es ist sehr schwer, das den Yogis beizubringen, dass da physisch das nicht bewusst passiert oder verbal das nicht bewusst passiert, sodass da von dem Willen her dann keine Handlung geschieht. So sometimes when the yogis are misinstructed, they go for force breathing in order to do anapanasati bhavana. Sometimes they do force rising and falling in order to do Burmese meditation. That is the way you get involved in volitionally and willfully, you mess up the meditation. Also häufig ist es so, wenn da diese falschen Anleitungen geschehen und dann gehen die Yogis in diese gezwungene Atmung rein und da, was im Grunde genommen dann passiert ist, dass das auf Irrwege führt und dass man die Meditation dann völlig durcheinander bringt. So the day you understand, you sit comfortably in a relaxed way and be fully contented that you know you are sitting. That is completely involuntary way, effortless way it is happening. That very understanding indicate whether you can gain Nibbana in this life or not. Wenn du irgendwann eines Tages verstehst, dass wenn du sitzt und das auf völlig unfreiwillige Art und Weise, dass das einfach geschieht, was da geschieht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du in diesem Leben durchaus das Nibbana erlangen kannst. So I will get one step ahead. When you are in walking meditation, you do physical activity. Also um da nochmal einen Schritt weiter zu gehen, ist, wenn du die Gehmeditation machst, dann machst du ja körperliche Aktivität. And no verbal activity. Und du machst da keine verbale Aktivität. And whenever you are walking, if you know, I am not sitting, that means I am not utterly without any volitional activity, I am with now volitional activities, and you know it, it's a very exclusive state, you are doing only one thing at a time, and that done well.
Und wenn du gehst, dann weißt du ja, dass du durchaus nicht sitzt und dass du da in diesem Zustand bist, dass dir bewusst ist, dass du da jeweils nur eins nach dem anderen machst und dich auf eine Sache konzentrierst. So to expand the same point, when you are walking, if you know you are walking, that very understanding give us so much of appreciation. Don't go in search of any detail, any formula, any golden key. Being aware of that I am walking is what you call walking meditation. Und um das nochmal ganz klar zu machen, wenn du gehst, ist das, dir das einfach bewusst ist, dass du das schätzt, dass du nichts anderes machst zu diesem Zeitpunkt, als dass du gehst. Und wenn dir das ganz und gar klar ist, dass du dich nur auf dieses eine konzentrierst, dass du zu diesem Zeitpunkt nichts anderes machst, außer dass du gehst, das ist das, was wir dann als Gehmeditation bezeichnen. If you can't do it only, you try to get the attention to your left leg and the right leg. Und wenn du das nicht schaffst, dann erst dann gehst du bewusst dann mit deiner Aufmerksamkeit auf dein linkes oder dein rechtes Bein. So then you go in detail of the left leg lifting, dropping, right leg lifting, dropping, in order to keep the mind engaged in this walking. But if you know at the outlook you are walking, that is the maximum of walking meditation. Und dann gehst du eben in diese Einzelheiten hinein, dass du das linke Bein hebst und wieder senkst und dann das rechte Bein hebst und wieder senkst. Aber ansonsten, wenn du weißt, dass du gehst, dann ist das bereits das Ganze, was die Meditation angeht. Imagine one day you are very happy walking, and sometimes you feel the left leg and right leg. Sometimes you feel you are walking as such. When it is happening, there may be one day your whole walking happen in effortless way. Stell dir vor, dass eines Tages du bist da ganz froh und glücklich drüber, dass du gehst und das passiert eben so, dass da dein linkes und dein rechtes Bein, das hebt sich und senkt sich wieder und dann stellst du plötzlich eines Tages fest, dass das Ganze ganz mühelos geschieht. Under such circumstances, don't do marching, don't do the regimentation. Just be aware, I am walking effortlessly. It is almost like sitting without a volition, without a will. Also unter solchen Umständen marschier da nicht oder mach das da mit deinem Willen her, das unbedingt jetzt so zu machen, sondern mach das ganz mühelos und lass das so geschehen. When you sit without a volition, without a will, when you walk effortlessly without a will and without a volition, that is what you call healing in your body. Und wenn du sitzt, und zwar ohne den Willen, ohne das bewusst diese Richtung zu machen, oder wenn du gehst und das ohne den Willen da, das ist das, was wir dann, it's what you call, Healing. das ist das, was wir dann als Heilung bezeichnen. That is what you call Metta Bhavana, that is what you call Karuna Bhavana. Also das ist dann, was wir als Metta Bhavana oder Karuna Bhavana dann bezeichnen. You are so compassionate to your body, you are so loving kindness to your body, you are not torturing it with will and volition. Du hast da so ein Mitgefühl deinem Körper gegenüber, du bist da so in liebender Güte deinem Körper gegenüber, dass du den nicht mit irgendwie dem Willen da ganz bewusst irgendwie quälst oder so. Same way in when you are doing day-to-day activities, whatever the routine thing you do, if you can be aware and let it happen in an effortless way, something like brushing your teeth, washing your hands, washing your dishes, that's also almost like sitting meditation. Das Gleiche, wenn du das dann auch in den Alltag integrieren kannst, wenn du deine Zähne putzt oder abwäscht oder was auch immer du da im Alltag machst, wenn du das ganz bewusst mit integrierst, dann ist das die Meditation, die du da im Alltag auch mit hast. Whenever you are sitting without any will and volition, whenever you are walking effortlessly, whenever you are doing day-to-day activities, routine thing all alone, in its own way, no accumulation of tension can happen.
Also wenn du sitzt oder wenn du gehst und das passiert ganz mühelos und auf diese Weise, da sammelt sich dann auch keine Anspannung oder Stress an. That trend, which is not leading to accumulation of tension, you have to understand as then and there Nibbana. Dieser Trend, der nicht zu irgendeiner Ansammlung von Stress führt, das ist das, was man als ein hier und da Nibbana bezeichnet. Without appreciating it, without fertilizing it, without facilitating it, if you are torturing yourself, you will never understand the teaching of the Buddha. Ohne das Ganze wertzuschätzen, ohne das Ganze zu düngen oder zu fördern, da wirst du das nie schätzen können, was dieses Nibbana hier und jetzt bedeutet. So this is the way you can do away with little bit of ignorance, little bit of stupidity, and be happy when and we are sit and you know I am sitting. Also When so, and we are walk, we know we are walking. When and we do something, we know it is work doing. That's a way of we can reduce ignorance. Also so kannst du wirklich die Unwissenheit reduzieren und ein wenig von dieser Blödheit loswerden, dann zu wissen, okay, jedes Mal, wenn du sitzt, dann sitzt du, jedes Mal, wenn du gehst, dann gehst du, was auch immer es ist, was du da gerade machst, das ist die eine Sache, die du gerade machst und dadurch kannst du eben ein klein wenig von dieser Unwissenheit Schritt für Schritt loswerden. This is what you call mindfulness. Und das ist das, was wir als Achtsamkeit betrachten. This is what you call satipatthana. Das ist das, was wir Satipatthana nennen. We already in it, but only the problem is no one appreciate it. That is why the tension, that is why the stress. Wir sind bereits drin, nur keiner schätzt das. Deswegen ist diese Anspannung da und dieser Stress. So when and where you appreciate, you will see the sitting itself is the biggest skillfulness you are doing. The walking simply on the ground is the biggest skillfulness you are doing. Whatever you do it wholeheartedly. That is the skillfulness thing you are doing on the earth. Wann immer du das schätzt, dann siehst du wirklich, dass das Sitzen, das ist das Beste, was du da machen kannst. Oder das Gehen, das ist diese Fähigkeit, dass du da drin geübt bist. Oder welche Sache du da auch immer machst, dass du die ganz bewusst machst und von ganzem Herzen. Und das ist das Beste, was du hier für die Erde, auf der Erde machen kannst. With this kind of analysis, any dana you are doing, any sila you are doing, any samatha bhavana you are doing, can be profitably replaced by a one single thought moment of mindfulness. Also und die Sache ist die, mit jedem Sila, was du da ablegst, mit jedem Dana, mit jedem Samadhi Bhavana, das kann wirklich dann jeden Gedanken dann ersetzen. On that, or with respect to that, we can see how much ignorance we have. Und damit, beziehungsweise in Bezug darauf, können wir sehen, wie viel Unwissenheit wir haben. Not that it is you are completely cut off 100% and jumping into the single moment of mindfulness. Do it in a single gradual way, do it in a day by day basis, and you have enough tools, you have enough knowledge for that. Also es ist nicht, dass du da sofort da einfach kopfüber in die Achtsamkeit springst. Mach das nach und nach, Schritt für Schritt, Tag für Tag und du hast da genug Werkzeuge, um das vollbringen zu können. Whenever that kind of a contentment is there, whenever that kind of a peace of mind is there when you are sitting, and within the sitting posture, you are bound to see metabolic action within the body. Und wenn diese Art von Zufriedenheit da sind, diese Nicht-Anspannung da ist, dann kannst du einfach sehen, dass du das dass das für dich dann vorhanden ist. What's the last part? Metabolic actions in the body. Also dann Metabolic. To indicate you are breathing. Also dann zeigt das, dass du da atmest. Das ist ein Anzeichen davon. And that may be the breath, that may be your blood circulation, that may be your weight,
whatever it may be, that indicates your attention is with your mindfulness, Also das present zeigt moment. vielleicht, okay, dass da der Körper, dass der Kreislauf am Laufen ist oder was auch immer da beim Körper für Funktionen da läuft durch den Atem etc. Und das ist ein Anzeichen für deine Achtsamkeit. So now I am opening the door to introduce the metabolic action rising and falling, or in breath and out breath. That is the point where the Buddha bring the Satipatthana Sutta to the long in breath, short in breath story. Und jetzt öffne ich die Tür dafür für die metabolische Handlung. Und das ist, wo der Buddha das gezeigt hat in der Satipatthana-Geschichte, durch dieses Einatmen und Ausatmen, wo das dahin gebracht wird. So let it happen, don't chase behind. Chasing behind itself is a sankhara, chasing behind itself is a karmic force. Lass das geschehen, also jage dem nicht nach, denn dem nachzujagen, das ist bereits schon Sanskara und das ist dann eine karmische Kraft. Now imagine when you are happy sitting, occasionally you can see rising and falling, maybe, occasionally you can see in breath and out breath, and if you are attentive to that, only one thing can happen. The short, long breath can be reduced to the short, long in out breath can be reduced to the short out breath, long in breath can be reduced to the short in breath. If you are attentively observe without disturbing it, only what can do is long in breath and out breath can reduce to short in breath and out breath. Also wenn du da ganz aufmerksam zuhörst und dann kann das Ganze reduziert werden, dann kann der lange Atem zu dem kurzen und umgekehrt entsprechend reduziert werden. If it is not happening, that is because of your result-oriented wrong approach. Also wenn das nicht passiert, dann liegt das auf ist das aufgrund deiner resultatorientierten Ansatzweise. So therefore be patient. You have done everything what you have to do. So do away with any kind of volitional activities. Do away with any kind of a willful activity. Let this metabolic phenomena to calm down. Also sei einfach ganz geduldig und lass zu, dass diese metabolischen Phänomene einfach runterkommen und geh da nicht nach deinem Willen oder mach das nicht ganz bewusst. So Venerable Jnanarama, Maha Thero, he used to say, the breath itself has three stages. At the beginning it is very gross, and then it become medium, and if you patient enough to observe, it will be very subtle at the end. Also der werte Mönch Nanarama hat immer gesagt, dass also der Atem an der Meditation, das kann man beobachten, dass der so in 3 Stadien von sich geht. Am Anfang ist das sehr grob und dann wird das so mittel und dann am Ende wird das ganz subtil. When it is becoming little medium only, you can see the beginning, the middle, the end of the breath. Und wenn das dann so ungefähr so mittelmäßig wird, dann erst kannst du sehen, wo der Anfang, die Mitte und das Ende des Atems ist. Therefore, don't rush at the beginning to discreetly understand this is beginning, this is middle, and this is end. That itself will be a messing up the breath. So therefore, let the breath to calm down and just wait and see 3 phases if possible. Also eile da nicht oder jage dem nach, dass das zu Beginn gleich passiert. Lass das einfach ganz natürlich passieren, um dann zu schauen, dass da diese 3 Stadien in der Tat möglich sind. And there also you can see the ignorance. You are happy to see the beginning, but when it is disappearing, when it is ceases to exist, you are often lose your attention. Dann kannst du diese Unwissenheit auch wahrnehmen. Also es ist häufig so, wenn dann also das ist häufig, dass du deine Aufmerksamkeit da in der Zwischenzeit dann verlierst. So that means you are happy with the jati, the birth of the breath, but you are unhappy with the marana, disappearance of the breath. Also du bist da glücklich mit der Geburt des Atems, aber du bist unglücklich mit dem Verschwinden des Atems.
So that has been accepted. The Buddha mentioned in the Majjhya Sutta, first see the middle and then the beginning. And once you see the middle and the beginning, then only you are qualified to see the end. Also in der Matcha Sutta hat das der Buddha dargelegt, zuerst sieh den Beginn des Atems und dann die Mitte des Atems. Und erst wenn du diese beiden sehen kannst, dann bist du erst qualifiziert, auch das Ende des Atems zu sehen. So whenever you are qualified enough, whenever you are experienced enough to see the calming down breath from the middle to the subtle, you are gradually focusing to the disappearing part of the in-breath, disappearing part of the out-breath. Also wenn du da qualifiziert genug bist, du hast da den Anfang gesehen und die Mitte, erst dann kannst du da hinkommen zu dem Endteil des Atems, wenn er dann verschwindet. Whenever this breath is exceeding the middle and going to the subtle area, the concept and reality, the imaginary part of your mind as well as the realistic part of the mind completely get mixed up and upset. Und wenn das dann zugelassen wird, dann ist dieser realistische Teil, der hat sich dann ganz und gar vermischt mit diesem konzeptionellen Teil. Dieser konzeptionelle Teil hat praktisch zugelassen, dass dieser realistische Teil da ganz und gar aufgewühlt, durcheinander gebracht worden ist. The clarity, the discrimination, the delimitation will be disturbed and you feel like half sleep or you feel like in half dream. Die Klarheit, die Unterscheidungskraft da, die ist durcheinander gebracht worden und du hast dann das Gefühl, dass du im Tagträumen bist oder du hast das Gefühl, dass du da halb am Schlafen bist. That's the magic of the mind. Das ist die Magie des Geistes. Some or the other, the mind stir you or prompt you or disturb you to do something. Auf die eine oder andere Weise, da stupst dich dein Geist an oder der stört dich oder kriegt dich dazu, dass du da irgendwas tun sollst. Anything you do in this calming down situation is what you call sankhara or volitional activity, willful activity. There you can see from where this motivation happen to do something, that is the point where you start suffering in the samsara. Also alles, was du da tust, was du da von Bewussten mit deinem Willen her machst oder von Sankara her, also das ist das, wo du dann sehen kannst, wo das Leiden herkommt. So they are not to do something or restrain is not what you call sila. This restrainment is pertaining to the mind, not the body, not the verbal, but the mind. Also da in dem Zusammenhang diese Zurückhaltung zu üben, also nicht Zurückhaltung in Bezug auf die Silas, sondern das ist das, was man dann als Zurückhaltung des Geistes betrachtet. In our samsara we have never done this experiment. Und unser Samsara, da haben wir dieses Experiment nie gemacht. So we can't consult our past experience. Also können wir uns nicht auf unsere früheren Erfahrungen aus der Vergangenheit beziehen. It's always against the grain. Das geht immer gegen den Strom. It is radical in reflection. Das ist radikal von der Reflexion her. So one has to get the interviews, one has to get the discussions and be prepared, and even then 1001 times you have to do trial and error. Man muss also diese Interviews machen und die Diskussionen führen, aber selbst noch obendrauf muss man das tausendfach machen, um das durch Probieren immer wieder zu schauen, durch Fehler und wieder neu machen und so weiter. I am explaining yet another aspect of the same phenomena. Whenever the breath becomes subtle, your mind becomes somewhat bewildered like. Also ich erkläre da jetzt noch einen Aspekt von dem Ganzen. Also wenn der Atem da sehr subtil wird, dann wird dein Geist ziemlich durcheinandergewirbelt. The boredom can happen, monotony can happen, sleepiness can happen, doubt can happen. Dann kann da so eine Langeweile auftauchen oder irgendwie, dass man einschläft oder Zweifel auftauchen. Or fear can happen, uncertainty can happen.
oder dass eine Angst kommt oder eine Unsicherheit. So you can see when the politicians are controlling a country, they always make people tensed. They make always people doubtful. They make people always uncertain. That is how they are exert their powers. Und dann kannst du sehen, wenn Politiker, die ein Land kontrollieren, was machen die? Die sorgen immer dafür, dass da eine Anspannung da ist bei den Leuten, dass da Zweifel da sind, dass da Ängste geschürt werden. So So halten die ihre Macht. your mind is the dirtiest politician on the earth. Dein Geist ist also der schmutzigste Politiker auf der Welt. So you can see how the motivations are happening to do little change of that, little change of this, do that, do experimenting. Each and everything is disturbing this calming down process. Du kannst also sehen, wie das mit den Experimenten, wie das so läuft. Da machst du ein bisschen was von denen und dies und all diese Sachen sind dazu da, um diesen Prozess der Ruhe zu stören. When you say calming down, to let it calm down is we call doing nothing. Und dieses Runterkommen, das ist das, was wir als Nichtstun bezeichnen. It's the most difficult thing on the earth. Und das ist die Sache, was am allerschwierigsten auf der Erde ist. That is we call the forbearance, equanimity, equipoised, distance observation, unshaken mind. Das ist, was wir als Gleichmut betrachten, also den unerschütterlichen Geist, das einen gar nichts aus der Ruhe bringen kann. Sometimes these qualities we attribute to the mindfulness also. Und manchmal ist es so, dass wir diese Eigenschaften auch der Achtsamkeit zuerkennen. When the situation, when the system is calming down, becoming mature, mindful person is observe it as a distance observer. In diese Situation, also wenn es häufig so ist, dass da eine Reife eintritt, dann ist, also die Reife wird dadurch gezeigt, dass die Achtsamkeit, dass das als Beobachter, also beobachtet wird. It was so subtle, it was so complicated. Buddha told, I can't help you. Das war so subtil, so kompliziert, dass Buddha gesagt hat, das kann ich den Leuten gar nicht sagen. All the other religious masters, they appeared like a savior, but the Buddha never. Also all diese anderen religiösen Meister, die sind wie so ein Erlöser aufgetaucht. Das hat der Buddha nie gemacht. But still, when Rama used to say, if you go prepared, you will be your savior. Aber trotzdem hat der werte Mönch Rama immer gesagt, wenn du vorbereitet gehst und das bist, dann wirst du dein eigener Erlöser sein. Whenever the breath become calm, whenever the body posture become calm, whenever the mind becoming calm, so without falling into sleepiness, boredom and monotony, without doing some creative thing, get the middle path. Wenn immer der Atem oder die Körperhaltung oder der Geist ruhig wird, ohne dass du da schläfrig wirst oder in die Monotonie oder in die Langeweile verfällst, dass du da einfach den mittleren Teil mitnimmst. That middle path is not the middle path you find in the books. Und diesen mittleren Teil, das ist nicht dieser mittlere Teil, den du in den Büchern findest. You can't assimilate with it your worldly knowledge. Und das kannst du nicht mit deinem weltlichen Wissen assoziieren. You can't gain it by your mere faith. Das kannst du nicht durch deinen reinen Glauben gewinnen. Your dana kusala, sila kusala will never help in that context. Deine Dana, Sila, Merits. also die Verdienste, die können dir da nie helfen auf diese Weise. But this was a completely new area, so therefore understand the value of going preparedness. Das ist also ein ganz neuer Bereich, also verstehe das wirklich, was es für einen Wert hat, diese Vorbereitung. So when Rama used to say, even 100 times you advise the person, he may mistake even in the 101st time also. Also der werte Mönch Rama hat immer gesagt, also selbst wenn man 100 Mal diesen Vers vermittelt hat und selbst beim 101. Mal, dann geht man da auf Abwägen dahin.
how much you must have, so much you must have the compassion, sympathy when the correcting someone or correcting oneself. So you have to be very, very, very sympathetic. Let the mistake happen again and again, but make sure you are going prepared for the next time. So one day you will advance in this skillfulness. So oft man das auch macht, habt ihr wirklich das Mitgefühl dahingehend, dass da immer wieder Fehler gemacht werden. Aber sei dann wirklich auch vorbereitet, dass das eines Tages dann darüber hinaus sein wird und nicht mal dann der Fall ist, sondern das geschafft ist. So this is the most subtle area where do restrain pertaining to the mind. Also das ist das subtilste Bereich, diese Zurückhaltung zu üben, was den Geist angeht. In the Girimananda Sutta, the Buddha mentioned, Upaya Upadana Cetasa Adhithana Binuvesa Nusaya Te Pajahanto the Viramati Na Upadianto Ayang Uchatananda Tabbaloke Anabhirata Sanya. It's a long phrase. If I am to translate it, the Buddha says, Also eine when lange Zeile und wenn ich das übersetze, da sagt der Buddha in diesem Sutta, whenever this meditation is catching the momentum, it's calming down, don't try to reach and hold it. Have a determination, have a will, have a wish, and restrain yourself from each and everything. That is the subtlest, most restraint on the world. also wann immer da die Meditation, wann immer das zur Ruhe kommt, halte dich da einfach zurück. Could you say that again? Upayeti, upadiyeti means going and handling it. You reach it and you try to handle it. Don't do it. Also wenn du versuchst, also du erreichst das und dann versuchst du das Ganze zu handhaben oder festzuhalten, mach das nicht. Adhitthana, determination. Und Aditana, das ist diese Entschlossenheit. Upadana, Chetaso Adhitthana, the willful action or volitional action to this calming down process. Und das sind diese Handlungen mit bewussten Willen, die da in diesen Prozess eingreifen wollen. To do away with that, that is what you call the mental restraint. Und das abzulegen, loszuwerden, das ist das, was wir als geistige Zurückhaltung betrachten. That is the restraint, just not to become. Das ist diese Zurückhaltung, dieses Nicht-Werden. There you learn what is the term meaning of bhava or becoming. Da lernst du, was ist diese Bedeutung von dem Werden oder dem Bhava. You see, whenever a commoner exposed to that kind of situation, he will try his all the possible ways to mess up the situation, Also do something, and adjust it, make it better, make it beautiful. That all thing called kilesas. Also wenn da so ein gewöhnlicher Mensch da in diese Situation herankommt, da wird er versuchen, das alles zu verbessern und es schöner zu machen und zu verändern und so weiter und so fort. Und das ist das, was wir als Klesas bezeichnen. So you must not be given the capital punishment for that particular person to kill, but that particular person must understand all this creativity, all this productivity, all this betterment have its own weakness, that is to say, it is promoting power. Also man muss da nicht unbedingt die große Strafe dafür kriegen, dass das so ist, aber das ist einfach, das gilt zu sagen, dass all dieses verbessern wollen, verändern wollen und das muss schöner sein und so weiter, das hat diese eine Schwäche, die dadurch gefördert wird, ist, dass die Macht gefördert wird. So meditation must be up to that level, it is due to your past experience. Also Meditation muss auf dieser Ebene sein und das liegt an oder basiert auf deiner früheren Erfahrung aus der Vergangenheit. When there is a situation happen, not to mess up it, not to defile it, that must be your preparedness. Also wenn so Situationen passieren, dass du das nicht in den Schlamassel bringst oder verschmutzt, das muss dann deine Vorbereitung sein. That preparedness we call Samadhi. Und diese Vorbereitung nennen wir Samadhi. So there you can see, whatever the word meaning you have, how much you have Samadhi,
in order not to promote becoming. Also da kannst du sehen, also wie sehr du das Samadhi hast, um dieses Werden nicht zu fördern. I think enough for the day. Thank you very, very much for listening. Also ich glaube, das reicht für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Sadhu, sadhu, sadhu.